Die Sailor Moon Vampir-Musicals sind schon ein ziemlich spezieller Teil des Fandoms, auch wenn ich sie sehr faszinierend finde. Und ich habe mich gefragt, wie sind die eigentlich zustande gekommen? Deshalb hört ihr jetzt einen kleinen Dialog, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Viel Spaß! Herr Sponsor, ich habe da eine Mega-Idee für ein neues Sailor Moon Musical. Super, das hört man doch gerne. Welcher Handlungsbogen wird's denn? Sie erinnern sich doch an dieses Musical zum 3. Akt, das wir mal hatten? Ach ja, das. Also ein Remake davon. Ja, und zwar mit Vampiren. Was? Wir behalten Professor Tomoe und ersetzen den Rest der Feinde durch Vampire und andere Gestalten. Sailor Moon und Vampire. Na gut, warum nicht? Schließlich gab's ja mal dieses Manga-Kapitel. Aber wird das nicht ein bisschen zu brutal mit dem ganzen Bluttrinken und so weiter? Okay, dann streiche ich die ganzen Gore-Elemente lieber. Nee, wenn man gebissen wird, wird man hier gar nicht selber zum Blutsauger. Man steht aber unter der Kontrolle des Vampirs. Okay, das klingt nicht so schlimm. Brainwashing hatten wir bei Sailor Moon ja schon. Aber verstehe ich das richtig, dass es eher eine eigene Story wird? Dann sollten wir diesmal vielleicht ein bisschen mit neuen Charakteren sparen, um die Leute nicht zu verwirren. Ach, ich dachte nur so an circa 26. 26? Wie willst du denn so viele in deinem Musical unterbringen? Noch dazu mit den ganzen Sailor-Kriegerinnen. Keine Sorge, Herr Banzai. Deshalb werden es ja auch gleich 3 Musicals. 3. Ja, das ist doch mal eine coole Idee, oder? 3 zusammenhängende Stories. Ich weiß ja nicht. Dann versteht man doch die eine Show nicht, wenn man die anderen nicht kennt, oder? Ach, die versteht man auch so kaum. Was? Nix. Okay. Aber von all dem mal abgesehen, ist es nicht so kompliziert für Kinder, oder? Nein, natürlich nicht. Mit den ganzen biblischen Begriffen und anderen mythologischen Elementen kommen die schon klar. Dir ist klar, dass wir hier in Japan sind, oder? Macht nichts. Die Kinder sind doch schon glücklich, wenn Sailor Moon und Co. ein bisschen rumtanzen. Die müssen doch den Rest nicht verstehen. Da ist was dran. Aber die Vampire werden den Kindern doch nicht zu gruselig, oder? Nein. Die Kinder wissen ja nicht, dass ich manche von denen nach historischen Serienmördern benannt habe. Was hast du? Aber Herr Banzai, wir killen in fast jedem Musical unsere Hauptcharaktere. Ist das denn kinderfreundlicher? Guter Punkt. Außerdem habe ich eine neue Sailor-Kriegerin erfunden. Das wird den Kindern bestimmt gefallen. Sailor Astarte. Oh, super. Das lässt sich bestimmt gut vermarkten. Was ist sie denn für ein Charakter? Also alle mögen doch Sailor Saturn, oder? Das hier wird auch ein tragischer Charakter mit mehreren Persönlichkeiten, also Leute versuchen ihren Körper zu übernehmen. Und zwar eine antike Göttin, die wiederum von Lilith manipuliert wird, der biblische Kain und die abgespaltene gute Seite eines hypothetischen Planeten. Das klingt spannend, wenn auch etwas kompliziert. Am Ende wird aber alles gut, oder? Also, eigentlich verliert sie am Ende ihren Körper an Kain und ihre Seele ist unrettbar verloren. Was? Aber keine Sorge, ich habe mir überlegt, dass es zum 2. Teil noch eine überarbeitete Fassung gibt, ein Kaiteiban. Also 4 Musicals. Aber gut. Kaitebans bringen immerhin die Möglichkeit zur Verbesserung und ich vermute, da willst du es dann besser für Astarte ausgehen lassen? Nö, eigentlich nicht. Ich schneide dann einfach eine wichtige Szene mit ihr raus. Und wie zur Hölle soll uns das helfen? Na, dann haben die Kinder weniger Bindung zu ihr und sind nicht so traurig, wenn sie verschwindet. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Notiz an mich, also vermarkten wir Sailor Astarte lieber mal nicht. Ach, dafür haben wir auch ein paar Kindercharaktere, mit denen sich die Kleinen identifizieren können. Zum Beispiel das Amazones-Quartett, das sich hier in Samael-Quartett umbenennen würde. Okay, das sind immerhin bekannte Charaktere. Und die hatten wir sowieso noch nie in den Musicals. Und ein niedliches Werwolfskind, das verfolgt wird und am Ende sein Leben opfert. Also langsam glaube ich, du machst das mit Absicht. Nein, das geht nicht. Aber die 3 Katzenkinder in Kaguya-Shima killen, ne? Na gut, dann sagen wir halt, dass sie nur schläft, obwohl es überhaupt nicht so wirkt. Tja, okay, damit kann ich leben. Also, um ehrlich zu sein, hatte ich vor, dass auch die meisten der Bösewichte sterben. Gut, das ist bei Sailor Moon ja nichts Neues. Aber die sind schon alle böse und unsympathisch, oder? Naja, so ein bisschen Tragik wollte ich denen jetzt schon geben, aber ja, viele sind böse. Graf Dracul und seine Tochter aber zum Beispiel nicht. Die helfen irgendwann Sailor Moon. Und lass mich raten, die sterben trotzdem. Ja. Ach komm schon! Ich habe einen Kompromiss. Ich darf sie erst dramatisch sterben lassen und im Kaiteband ändern wir das dann, okay? Na schön,
Noch irgendwelche zu tragischen Tode, von denen ich wissen sollte? Nun, da wäre zum Beispiel noch Le Fay. Ich hatte eigentlich geplant, dass die sich tragisch für Draculs Tochter opfert. Kannst du die nicht auch irgendwie zurückbringen? Schwierig. Aber ich werd's fürs letzte Musical schon irgendwie hinkriegen. Wenn mir gar nichts anderes einfällt, ist sie einfach ohne Erklärung wieder bei den bösen Dämonen dabei, obwohl sie vorher scheinbar eine Vampirin war. Okay, jetzt sei mal ehrlich. Du wolltest eigentlich eine düstere, komplexe Bibel-Vampir-Fanfiction schreiben, oder? Yep. Sie wissen doch, dass ich Theologie, Geschichte und ein paar andere Sachen studiert habe, aber abgebrochen habe, weil ich mein Glück im Theater finden wollte. Ich dachte, da könnte ich mein Wissen einbringen. Konnte ich ja nicht ahnen, dass hier nur ein Job als Drehbuchschreiber für Sailor Moon frei ist. Verstehe. Aber das klingt jetzt schon nach einem sehr großen, sehr gewagten Projekt. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für uns ist. Och, aber ich habe mir schon einen Hammer-Cast ausgesucht. Und Yuta Mochizuki wird Graf Dracul spielen. Gut, der Mann hat Erfahrung mit Capes. Und Merch verkaufen werden wir natürlich auch. Die Hardcore-Fans kaufen doch eh alles. Ja, euch da draußen meine ich. Na gut, was soll's. Solange die Sailor Senshi irgendwie doch drin vorkommen und wenn auch nur als Nebencharaktere und genug Geld dabei rausspringt. Aber wir werden danach nie wieder über diese Story sprechen, okay? Okay. Und so sollte es geschehen. Ach ja, wie willst du das Musical eigentlich nennen? Also das erste trägt den knackigen Titel Shin Henshin Super Senshi Enomichi Last Dracul Jokyoku. Ist ja schließlich ein Remake. Okay, die anderen Namen werden dann hoffentlich etwas kürzer. Ja, natürlich.